Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch das bereits angekündigte Rezept für den XXL Donut mit Schokoladenglasur und bunten Smarties. Als erstes für den Hefeteig einen halben Würfel Hefe, 75 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker und 175 Milliliter warme Milch in ein hohes Gefäß geben und dann mit einem Schneebesen verrühren, bis sich Zucker und Hefe komplett aufgelöst haben. Als nächstes die Hefe-Milch-Mischung zusammen mit 400 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, außerdem 50 Gramm weiche Butter, ein Ei und eine Prise Salz dazugeben und dann alles mit einer Küchenmaschine oder einem Mixer mit Knethaken für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Den fertigen Teig anschließend auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, einen gefetteten Backrahmen oder eine Springform mit 24 cm Durchmesser darum platzieren, dann die Hände mit einem ordentlichen Schuss Rapsöl einölen und den klebrigen Teig gleichmäßig dick in der Form andrücken. Zum Schluss die Mitte mit einem passenden runden Ausstecher, etwa 5 bis 6 cm Durchmesser ausstechen. Und so kann der Teig dann ruhen, mit einem Küchentuch abdecken und für 45 bis 60 Minuten an einen warmen Ort stellen, bis sich das Teigvolumen sichtlich vergrößert hat. Nach der Ruhezeit können wir den Donut dann abbacken, das Backblech bei 200 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Backofen schieben und für ca. 12 Minuten goldbraun backen. Den fertigen Donut auf dem Blech bzw. in der Form etwas abkühlen lassen. Danach können wir den Backrahmen bzw. die Springform lösen, den Donut anschließend komplett abkühlen lassen und dann können wir anfangen zu dekorieren. Ich habe mich für 200 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade und Smarties entschieden. Die Schokolade gleichmäßig auf dem Donut verstreichen und dann zum Schluss mit Smarties dekorieren. Die Schokolade muss im Anschluss nur noch aushärten und dann sind wir fertig. So sieht der XXL Donut dann aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis zum nächsten Mal.